Hi, willkommen bei Work in Progress 5. Heute geht es um diverse Bots, einen neuen Stiftplotter und das Hacktoberfest. Viel Spaß! Wie ihr vielleicht wisst, findet jedes Jahr das Hacktoberfest statt. Das sponsert eine Firma namens DigitalOcean und wenn man erfolgreich teilnimmt, bekommt man ein T-Shirt und ein paar Sticker und Goodies. Und die Challenge ist eigentlich sehr nett, finde ich. Es geht darum, 5 Pull-Requests bei GitHub zu machen, sich also irgendwie an Open-Source-Entwicklung zu beteiligen. Und das kann man auch sehr einfach machen. Also da gibt es auch Aufgaben, die sehr schnell zu machen sind und sehr einfach und einsteigerfreundlich sind. Und ich habe dieses Jahr viel mit Fraktalen gemacht. Ich habe Code geschrieben, der Kochschneeflocken in Web zeichnet, oder ich habe mich an Bots beteiligt, wo man halt irgendwie ein bisschen noch zusätzliche Sätze einträgt, damit der Bot halt mehr Variation hat, wenn er spricht. Und ich dachte mir dann, es wäre eigentlich auch ganz nett, für mein eigenes Projekt so eine Hacktoberfest-Issue aufzumachen, nennt sich das. Das sieht dann so aus. Bei GitHub sind Issues Einträge über Sachen, die eigentlich nicht funktionieren oder wo man Hilfe braucht, und man kann dann auch Labels vergeben, um was es sich genau handelt, und man labelt dann eben sein Issue mit Hacktoberfest, dann finden das andere Leute und helfen einem. Und ich habe angegeben, dass ich gerne mehr Namen für Farben hätte und dass man da welche eintragen kann. Und es haben sich auch schon, ich glaube, knapp 20 Leute beteiligt. Das finde ich ziemlich süß. Ja, knapp 20 genau, 19 Forks. Das ist auch keine schwierige Aufgabe. Man geht hier einfach in den Generator und in die Color.js. Und in der Datei findet man hier diese ellenlange Liste, wo Farbnamen einfach aufgelistet sind. Links sieht man den Hexcode, das ist ein Code, der eine Farbe beschreibt, und rechts einfach den passenden Namen. Und da haben Leute jetzt einfach eigene Sachen eingetragen. Und ja, das ist jetzt auch mittlerweile schon live auf der Beatles Generator Seite. War eine sehr schöne Erfahrung, da mal selber was einzustellen. Letztes Jahr habe ich wirklich nur selber Pull-Requests bearbeitet und dieses Mal das erste Mal eine eigene Issue eingereicht. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es cool, eine Seite zu haben, die generell Farbnamen sammelt oder wo man welche einreichen kann. Und dann habe ich gesucht und eigentlich nichts so Richtiges gefunden. Und offensichtlich im Nachhinein habe ich einfach nur schlecht gegoogelt. Und ich war dann schon sehr kurz vor, ich kaufe mir jetzt eine passende Domain und baue mir da was. Und dann habe ich aber doch noch colornames.org gefunden, was eigentlich genau das macht, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also es ist super identisch, die sehr gleiche Idee. Man kann einfach sich eine Farbe aussuchen und man kann dann für diese Farbe Namen vorschlagen. Man sieht hier noch irgendwie ein bisschen Optionen. Das ist ein Rot-, Grün- und Blauanteil, leichtere oder dunklere, also hellere oder dunklere Variationen, Komplementärfarben und sowas. Und wenn es zum Beispiel mehrere Einreichungen gibt, hier ist jetzt auch nur eine, aber dann kann man noch mit einem Herzchen eben dafür abstimmen, welche Farbe denn besser, welcher Name denn besser zu der Farbe passt. Und wo haben wir denn hier mal eins mit mehreren? Hier, genau. Jetzt kann man sich überlegen, ob Old Curtains oder Faded Raisin besser passt. Und ich sage jetzt zum Beispiel, Old Curtains gefällt mir besser, da kann ich jetzt ein Herzchen für vergeben. Und ich war mir aber nicht sicher, ob die Seite überhaupt noch aktiv ist, weil also der Prozentsatz ist nicht super hoch. Ich meine, gut, der Farbraum ist vielleicht auch sehr groß. Und man sieht auch nirgendwo irgendein Datum, also wann wurde die letzte Farbe eingereicht und akzeptiert oder so. Und dann habe ich aber einfach mal über das Kontaktformular geschrieben und sagte, dass ich das irgendwie total witzig finde und dass ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass ein Twitter-Bot eine lustige Sache wäre. Ja, dann hat mir Guy, heißt der die Seite betreibt, geantwortet. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe dann jetzt tatsächlich einen Bot dafür gebaut, der heißt ColorNamesBot und existiert aktuell nur auf Mastodon, weil Twitter seine API-Policy ja umgestellt hat. Man muss sich da jetzt bewerben, um API-Zugang zu bekommen, und das habe ich vor über einer Woche gemacht und nichts ist passiert. Das ist super ätzend. Also ich starte, glaube ich, jetzt alle neuen Bots einfach nur auf Mastodon, und wenn ich ganz viel Lust habe, dann portiere ich sie zu Twitter, weil diese Beantragungsgeschichte ist so nervtötend, dass mir da schon echt die Lust dran vergeht. Weil in der Zeit, in der ich warte, bis ich den API-Zugang kriege, habe ich es halt schon für Mastodon geschrieben. Also, ja, das ist irgendwie super ärgerlich. Aber es funktioniert auf jeden Fall so. Es gibt den ColorNamesBot, der postet alle, ich weiß gar nicht, 6 Stunden auch ungefähr eine Farbe.
Und man kann eben direkt dann über den Link zu Color Names gehen und hier Sachen eintragen. Oder man kann direkt hier auf Antworten klicken. Ich bin jetzt hier nicht eingeloggt, deswegen geht's nicht. Man kann hier direkt antworten mit einem Namensvorschlag. Und es ist ganz süß, es machen relativ viele mit und es landet dann bei Guy im Backend und der kann das dann freischalten. Und eigentlich fast alle, die hier stehen, sind, glaube ich, jetzt über den Bot gekommen. Zumindest meine ich, dass ich die als Antworten gesehen habe. Und es ist halt, ich meine, es ist jetzt ja kein Interaktionsfortschritt erstmal, das über so einen Bot zu machen, aber man hat die positive Seite. Dadurch, dass der Bot regelmäßig postet, wird man selber, und man ihm folgt, wird man selber immer erinnert, dass man da ja Farbennamen eintragen kann. Und wenn man eine Antwort von jemand anderen drunter liest, die witzig ist, dann spornt einen das selber so ein bisschen an, noch eine witzigere Antwort zu machen, also noch einen besseren Namen zu finden. Und deswegen glaube ich, ist der Bot eigentlich eine ziemlich süße Geschichte. Und auf Twitter hätte er halt natürlich vermutlich mehr Reichweite als hier auf Mastodon. Aber gut. Und wenn wir schon bei Bots sind, können wir uns gleich den nächsten angucken. Das ist der Turi-Tafel-Bot. Der sieht gerade noch ein bisschen Kraut und Rüben aus. Aber er soll Folgendes machen. Er soll sich die kennt ihr vermutlich, wenn ihr auf der Autobahn entlang fahrt. Das sind touristische Unterrichtungstafeln. Und ich habe mir extra an der Uni-Bibliothek mal das Designdokument des Staates ausgeliehen, wo beschrieben steht, wie die aussehen müssen. Und da steht ehrlich gesagt nicht so viel Spannendes drin. Der Font allerdings steht drin, das ist nämlich noch der falsche, den muss ich noch ersetzen. Der richtige Font ist beschrieben, welcher das ist. Und genau, der Plan ist eben, solche Tafeln mehr oder weniger zufällig zu generieren. Okay, das Taco-Dorf Sonneborn existiert, genauso wie das Rührei-Dorf Biblis, interessanterweise mit durchgestrichenen Eiern. Also, ihr seht schon, es funktioniert grob, aber sieht noch nicht so dolle aus. Oh Gott. Genau, oder hier ist zum Beispiel, also irgendwas als Bild wurde reingepostet, aber irgendwie ist es kaputt, keine Ahnung. Was ich aber bisher mache, kann ich mal erklären. Und zwar, so ein Schild, gucken wir, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. So ein Schild besteht im Grund aus 3 Sachen, die ich mir aus APIs hole. Und zwar ein Objekt, das hole ich mir aus Wikidata. Dazu habe ich schon mal ein eigenes kleines Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal angucken. Oder generell euch das Wikidata als Projekt mal anschauen. Das ist eine große Wissensdatenbank, die eben auch parallel zu Wikipedia existiert und sich aber auch gegenseitig speisen. Also sehr schönes Projekt und eben maschinenlesbarer Zugriff, was es eben für Bots oder für andere, Computerprojekte spannend macht. Okay, auf jeden Fall hole ich mir ein Objekt, das soll ein physikalisches, ist nicht richtig, ein physisch existentes Objekt sein. Also kein Gedankenkonstrukt oder sowas. Also nicht Traum wäre falsch zum Beispiel, sondern irgendwas, was man anfassen und eben physikalisch vor sich sehen kann. Und außerdem eine Stadt in Deutschland. Also Berg-Langenbach ist eine existierende Stadt in Deutschland. Und wenn ich das Objekt habe, dann kann ich bei The Nouns Project, das ist auch eine Seite, die sammelt zum Teil offene Grafiken, eben für Icons. Und da ziehe ich mir dann auch einfach eins. Und Käse kam jetzt wahrscheinlich wegen Cheeseburger, vermute ich mal. Also sie passen bisher nicht immer so perfekt zusammen. Genau, das ziehe ich mir noch. Dann passe ich den Farbstil an und setze das in so ein vorgeneriertes Feld. Und hinten diese Linie, die Hintergrundlinie, die verändere ich jedes Mal so ein bisschen zufällig, dass es eben nicht immer gleich aussieht. Und bisher gibt es halt eben 5 Schemata, wie dieser Satz dann unten lauten kann in etwa. Und das Objekt in der Mitte wird halt so ein bisschen zufällig platziert, immer ein bisschen woanders, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Mehr kann es noch nicht. Und ich habe auch noch massiv Probleme, zum Beispiel, wenn das SVG so aussieht, dass es nur sehr dünne Linien hat. Dann habe ich ein Problem, weil ich den Stroke, also die Außenlinie, auf sehr breit und weiß stelle. Und es kann dann sein, dass das die Farbfüllung überdeckt. Und dann sieht man halt hier oben im weißen Hintergrund nichts mehr. Deswegen muss ich das noch ändern. Was man eigentlich gerne machen würde, ist den Stroke nach außen versetzen. Das kann Paper.js, aber leider noch nicht. Deswegen muss ich mir jetzt praktisch immer so ein bisschen auch selber was schreiben, was so grob nach außen versetzt und dann noch einen weißen Hintergrund zeichnet. Dann hat man auch so Probleme wie hier zum Beispiel nicht mehr, dass die Hintergrundlinie hier durchscheint. Das will man eigentlich ja nicht. Also das sollte hier schon alles weiß sein, dann sähe es besser aus. Und außerdem
schneidet mir Paper.js hier zum Teil immer noch Sachen ab, weil das Bild, das ich mir vom The Nouns Project hole, in einem festen Dateirahmen sitzt praktisch. Also wenn ihr mal Inkscape aufmacht, dann gibt man ja immer praktisch die Papiergröße vor oder den Arbeitsbereich. Und der ist eben manchmal sehr eng um das Objekt, was ja erstmal irgendwie gut ist, aber dann schneidet mir das eben beim Vergrößern hier die Sachen ab. Aber das Problem ergibt sich dann mit dem weißen Hintergrund, wenn ich den extra hinsetze, vielleicht von allein. Genau, das ist also die Turi-Tafel. Sehr, sehr Work in Progress, aber zum Teil schon ziemlich witzig zu gucken, was hier so rausfällt. Der Neuheilenbacher Riesencomputer zum Beispiel. Ja, und wenn wir schon bei Paper.js sind, gibt es hier den Mini-Kaktus-Generator. Ich möchte nämlich demnächst ist wahrscheinlich in einem Monat, mal noch so ein kleines Einführungstutorial für Paper.js machen. Und dafür habe ich jetzt diesen Mini-Kaktus-Generator geschrieben, den soll man dann nämlich nachbauen in dem Tutorial. Also den baue ich dann eben Schritt für Schritt auf. Und man lernt eben ein paar Sachen, grundlegende, vordefinierte Objekte zu zeichnen, wie das Rechteck. Oder eben einfache Strukturen wie mit dem Pflanztopf hier unten. Und dann eben kompliziertere, gebogenere Sachen. Oder dann halt auch Sachen, die rekursiv verschachtelt sind, wie diese Ärmchen von dem Kaktus. Und noch ein Wort zu Overflower, muss ich hier mal schnell neu laden. Genau. Der kann jetzt nämlich bunte Blumen erzeugen. Wir können ja mal ein paar machen. Also sie sehen jetzt echt nicht anders aus als die alten, nur eben bunt. Und bisher gehe ich beim Einfärben so vor, dass ich für die Farbfüllungen 2 Farben habe und es gibt eben einen Farbverlauf von innen nach außen und das gleiche für die Außenlinienfarbe genauso. Also die Innenlinie hier verläuft von diesem grellen Pink zu dunkelblau und die Außenlinie von dem satten Blau zu diesem Türkisblau nach außen. Und die Blumen sehen jetzt alle relativ ähnlich aus, weil ich im Code gerade eine feste Farbpalette festgelegt habe, auf der er wählen darf. Deswegen sind die gerade alle sehr ähnlich, denn ich habe ein größeres Bild generiert, nämlich das hier. Das möchte ich mir auf Stoff drucken und mir da so ein Jackenmantel-Dingsi draus nähen. Deswegen sollten die Blumen eben alle irgendwie ähnlich aussehen, also aus einer Farbpalette ihre Farben wählen. Und ja, sie überlappen sich jetzt immer so ein bisschen. Das Problem ist, wenn sie das nicht tun würden, dann sieht man sehr viel vom Hintergrund und dann sieht es halt so super durchlöchert aus. Und deswegen habe ich die Blumen jetzt lieber größer und überlappend gemacht. Dann ist es halt mehr wie so ein Blumenbett. Und es ist aber trotzdem, ich finde es recht anstrengend anzugucken. Aber das ganze Bild hier wird halt auf 1,50 Meter breite Stoff gedruckt. Also das ist halt auch wirklich eine große Fläche. Ich bin gespannt, wie es rauskommt und hoffe, dass das ganz gut aussieht. So, und jetzt, also das war es erstmal zu Code-Sachen und einen kleinen Hardware-Punkt habe ich noch. Und ich habe leider kein tolles Video gemacht, aber ein kleines immerhin. Ich habe nämlich einen neuen Stiftplotter. Das ist ein Roland 980A, also ein ganz alter, ja doch eigentlich schon, ich glaube 83 ist der Support eingestellt worden oder so. Das ist ein wirklich alter Stiftplotter. Der hat aber 5 Ständer, 5 Fächer, wo er Stifte parken kann und selbstständig abholen kann. Das ist halt ziemlich cool. Also ich kann praktisch 5 Farben einfach verwenden. Das Problem ist, diese Stifte kann man nur noch schlecht kaufen. Also die gibt's noch, die sind wahnsinnig teuer oder halt in alt und kaputt. Und jetzt ist eigentlich mein Plan, mir einen Adapter zu drucken, um da halt auch so ein Rapidograph wie bei meinem Axidraw reinstecken zu können. Oder ich muss mir noch was anderes ausdenken. Es gibt wohl auch Stifte, die sind nachfüllbar. Da habe ich auch welche gefunden. Die kosten auch 70 €. Das finde ich schon ein bisschen hart. Also gerade wenn man sagt, man möchte auf mehrere Farben gehen, dann gebe ich da halt irgendwie maximal 8 mal 70 € aus. Das ist ein bisschen krass. Also das muss irgendwie auch nicht sein. Da brauche ich mir dann lieber irgendwie einen eigenen Adapter. Aber man sieht hier, er funktioniert tatsächlich hervorragend. Er war total verstaubt und stand jetzt wahrscheinlich 30 Jahre im Büro von einem Uni-Chef von mir. Der ist jetzt in Rente gegangen und hat mir den vermacht. Sehr nett. Den haben wir eben beim Büroumzug gefunden. Und der Stift ist halt auch entsprechend alt und der funktioniert noch. Sehr schön. Und man kann den Plotter wirklich direkt aus Inkscape ansteuern. Da war ich sehr
überrascht, dass das geht. Es gibt tatsächlich ein Plugin schon installiert in Inkscape, der die Ansteuerung ermöglicht. Der ist eigentlich halt auch für Schneidplotter und so, ist ja egal. Die sprechen, also die noch halbwegs neueren, der alten Plotter, sprechen alle HPGL, heißt das, oder HPGL 2. Und da gehört mein Roland eben dazu. Der kann das auch verarbeiten. Und ja, so hängt man das eben auch echt einfach an den PC mit bisschen Adaptergefummel, weil der hinten, das ist halt eine serielle Schnittstelle auf so einen COM-Port-Stecker und dann brauche ich noch einen Adapter auf USB. Aber es funktioniert, also Adaptergestöpsel hat erstaunlich gut geklappt. Und der Plotter hat außerdem noch sehr schön einen Textmodus, in dem man gehen kann und dann kann man einfach über seriell Text rüber schicken, den er einfach direkt schreibt. Das ist mir auch sehr sympathisch. Da könnte man auch witzige Installationen damit machen und weiß ich nicht, alle Tweets oder so, die ankommen, einfach mal auf dem Papier schreiben. Also sehr schön. Ich hoffe, da kann ich noch in Zukunft sehr viel mitmachen. Das war's mit Work in Progress 5. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Im Hintergrund seht ihr gerade noch ein paar Marienkäfer. Die drücken gerade alle rein, weil es kalt wird und wir haben massiv viel Marienkäfer. Wirklich sehr, sehr viele, die jetzt alle versuchen, irgendwo im Fensterrahmen zu überwintern. Und bezüglich der nächsten Ausgabe, die wird ein paar Tage später kommen, denn ich bin jetzt 2 Wochen in Tokio. Wenn ihr also schon mal in Japan oder besonders in Tokio wart und Vorschläge für mich habt, was ich auf jeden Fall mal anschauen sollte, dann schreibt mir das gerne. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder und macht's gut. Tschüss.